bei der südamerikanischen, lateinamerikanischen Mentalität, ja, wo nicht alles so ganz pünktlich und so ganz easy klappt. Aber ich lasse mich einfach überraschen und bin einfach guter Dinge. Du hast ja hier doch verschiedene Hüte auf, muss man sagen, auf der Reise. Du wirst übersetzen, du wirst filmen, du wirst begleiten. Hast du da vielleicht Befürchtungen in puncto Arbeitsstile, kulturelle Unterschiede? Es gibt immer wieder mal sowas, einen Grund, warum man Verspätung hat hier. Und so Verspätung ist eigentlich, ja, wenn du jetzt eine Viertelstunde zu spät bist oder so, da reißt ja keiner den Kopf ab. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektive Ausland Podcast. Heute mit zwei Kollegen, die manche von euch vielleicht auch schon kennen. Einmal haben wir hier den Harley. Der Harley ist ein neuer Kollege. Er ist bei uns mittlerweile zuständig als Client Service Manager für LATAM, also für Lateinamerika. Wir haben ja sehr viele Aktivitäten in Lateinamerika am Laufen, also Aufenthaltsgenehmigungen, zweite Staatsbürgerschaften, Wohnsitz dort etablieren, steuerlichen Wohnsitz dort etablieren. Und der Harley, der ist jetzt seit kurzem bei uns, um diese Aktivitäten in den verschiedenen Ländern zu koordinieren. Er ist schon längere Zeit auch Mandant unseres Hauses. Er war mit uns dann auch schon auf etlichen Reisen und Seminaren. Zum Beispiel waren wir in Irland zusammen, mehrmals in Dubai, auch in den USA. Und ich hatte mit ihm dort dann mal gesprochen. Und Harley, ich glaube, man darf sagen, du bist 57 Jahre alt. Du hast jetzt sehr viel Erfahrung als Projektleiter in Deutschland, aber suchst jetzt vielleicht den, wie soll ich sagen, den Unruhestand, ja, und da vielleicht auch nochmal eine neue professionelle Orientierung und hast jetzt ja auch sehr persönlich in den letzten Jahren hier auch schon dich aus der EU wegorientiert, du hast deinen Wohnsitz mittlerweile nach Serbien verlegt und hast natürlich dann auch hier bei uns gemeinsam sehr viel mitbekommen, hast auch schon ja sehr stark in deinem Eigenleben umgesetzt, was wir hier praktizieren. Und da hat sich dann eben dieses interessante Tätigkeitsfeld doch ergeben. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber. Und der andere Kollege hier, das ist der Manuel, den werden vielleicht manche von euch schon kennen. Wir hatten ja auch schon mal die eine oder andere Sendung hier gemacht. Der Manuel ist einer unserer Editoren. Man sagt ja da im Deutschen Cutter dazu, aber im Englischen verwendet diesen Begriff niemand. Auf Englisch heißt es Editor. Er ist jemand, der viele unserer Videos bearbeitet, die hier auf diesem Kanal von euch angeschaut werden können. Manuel ist Schweizer, wohnt aber in Buenos Aires mit seiner Frau und seiner Tochter schon seit einigen Jahren. Und wir wollen jetzt heute diese Folge aufnehmen, heute hier Ende November 2025, denn wir werden Manuel und Harley gemeinsam auf eine Reise schicken. Nach dem Motto, 2 Fremde, 7 Länder, 14 Tage. Auf eine Reise schicken nach Lateinamerika, eine Rundreise im Januar 2026. Tatsächlich sind es 14 Tage. Tatsächlich ist das Ziel, dort 7 Länder zu besuchen, nämlich Argentinien, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Costa Rica, Panama und Mexiko. Wir haben ja in allen diesen Ländern hier wichtige Aktivitäten. Viele Mandanten sind gerade dabei, in diesen Ländern Aufenthaltsgenehmigungen zu organisieren, sich dorthin zu orientieren, vielleicht dahin umzuziehen. Wir haben in all diesen Ländern Partner, Anwälte, Steuerberater, Immobilienmakler und Harley wird im Grunde genommen diese Partner dann dort einmal treffen, ihnen einen Besuch abstatten und Manuel dabei unterstützen. Er ist ja ein schon halber Südamerikaner, kann man sagen. Er spricht natürlich sehr gut Spanisch, er kennt die südamerikanische Mentalität und er wird gleichzeitig natürlich filmen, dass wir nämlich hier Content produzieren für diesen Kanal. Also Manuel hat ja eine Reihe von Aufgaben. Also nach dieser doch etwas längeren Einleitung, lieber Harley, lieber Manuel, willkommen.
zu unserer Folge von Perspektive Ausland. Ja, Dankeschön. Danke für die Einladung, Sebastian. Hi. Ja, so, also Harley, jetzt, du lebst jetzt ja inzwischen in Serbien, arbeitest von Serbien aus remote, bist natürlich auch dann unterwegs, klar. Wie fühlt es sich an, jetzt für diesen Trip mal nach Lateinamerika zu fliegen und dann auch noch mit jemandem 2 Wochen zu verbringen, den du eigentlich noch nie persönlich getroffen hast? Naja, was soll ich sagen? Erstmal Hallo an alle. Und dann, wie fühlt sich das an? Also Abenteuer pur. Einfach nur cool. Ich freue mich drauf. Ohne Ende. Das ist eine Herausforderung, klar. 7 Länder in 14 Tagen. Das gehört gut durchorganisiert, klar. Und vor allem bei der südamerikanischen, lateinamerikanischen Mentalität, ja, wo nicht alles so ganz pünktlich und so ganz easy klappt. Aber ich lasse mich einfach überraschen und bin einfach guter Dinge. Und we will see. Ja, also man muss natürlich sagen, wir werden die 7 Hauptstädte besuchen. Wir werden jetzt da nicht viel Zeit haben, dann hier groß die Länder natürlich im Detail zu erforschen. Ja. Man wünscht sich natürlich irgendwie sowas wie jetzt, wie man ja aus verschiedenen Filmen kennt, zum Beispiel der Motorcycle Diaries, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das glaube ich aus den 1990er Jahren, wo Che Guevara da mit seinem Freund im Motorrad durch ganz Südamerika fährt. Ja, also sowas stellen wir uns das bildlich vor. Ja, aber es natürlich Machen wir nicht dann in der so- zweiten Runde nicht vielleicht. so romantisch jetzt wird sein. Aber gleiche Frage natürlich auch an Manuel. Manuel, du lebst jetzt ja schon seit Jahren, muss man sagen, in Buenos Aires, du bist verheiratet, bist Vater. Wie ist für dich? Was sagt deine Frau, wenn du jetzt plötzlich sagst, okay, jetzt bin ich mal 2 Wochen hier unterwegs, auf einmal mit einem völlig Fremden in Lateinamerika? Ja, genau. Also ich lebe seit 8 Jahren jetzt in Buenos Aires. Meine Frau ist aus Bolivien. Und ja, also erstmal, ich freue mich ganz toll auf die Reise. Super, super spannendes Abenteuer. Und ja, meine Frau, die ist eigentlich okay damit. Die hat kein Problem damit. Wir müssen einfach ein bisschen schauen, dass es halt für sie auch zeitlich klappt. Also dass es nicht in einer Zeit ist. Also sie macht jetzt noch eine Schule, eine Ausbildung für Lehrerin für visuelle Kunst. Das gibt es hier tatsächlich. Also die haben eigene Lehrer für visuelle Kunst hier in Argentinien. Und ja, also sie beendet jetzt gerade noch das Schuljahr und dann hat sie eigentlich Urlaub bis Februar und geht vielleicht noch nach Bolivien mit der Kleinen ihre Familie besuchen. Und ja, so Ja, kriegen man wir muss das jetzt ja hin. natürlich sagen, wir befinden uns ja auf der anderen Seite des Globus. Das heißt, in Lateinamerika ist natürlich jetzt, oder beziehungsweise in Südamerika ist ja jetzt natürlich Sommer, oder? Das heißt, deine Frau wird ja jetzt dann die langen Sommerferien haben, oder? Genau, ja. Also Frühling im Moment und jetzt fängt der Sommer so langsam an. Also es wird so langsam warm hier, ja. Genau. Also jetzt stellen wir uns vor, ihr werdet euch jetzt ja dann in Kürze erst dann eigentlich in Buenos Aires zum ersten Mal wirklich begegnen. Was erwartet ihr eigentlich so voneinander? Harley, was sind so deine Erwartungen jetzt hier in Bezug auf das Treffen mit Manuel und die Zusammenarbeit? Naja, ich versuche das mal ganz philosophisch zu sagen, dass ich keine Erwartungshaltung habe. Ja, also wir kennen uns ja jetzt von ein paar Online-Sessions, waren gemeinsam in diesen Meetings, ähnlich wie dieses Setting jetzt hier, haben uns unterhalten, haben schon mal grob versucht zu koordinieren, wo starten wir, wo geht die Reise hin, wie können wir das alles organisieren und so weiter. Und Manu ist einfach ein super sympathischer Typ und ich lasse mich auch da wieder einfach überraschen. Ja, ich bin völlig offen, open-minded. Ich habe wenig Grenzen, wenig Einschränkungen. Ich mag Menschen, ich mag kommunizieren. Es ist ein super interessantes, wie soll ich sagen, ja, ein super interessantes Gebiet, darin arbeiten zu dürfen. Und ich freue mich einfach auf alle Abenteuer und alle Überraschungen, die dort kommen. Und wir werden schon miteinander klarkommen. Also ich bin ja nun einfach ein Menschenfreund. Und wir werden sehen, oder? Was sagst du, Manu? Wenn ich hier was kurz sagen darf, Manuel, ich meine, ich war jetzt ja schon ein paar Mal mit dem Harley weg. Ich kann dir sagen, auf jeden Fall, das ist good fun, wie man so schön sagt. Ja, also da würde ich jetzt nicht viel, da hätte ich jetzt würde ich mir keine Sorgen machen. Aber dennoch vielleicht, Manuel, und dich kurze Frage.
Du hast ja hier doch verschiedene Hüte auf, muss man sagen, auf der Reise. Du wirst übersetzen, du wirst filmen, du wirst begleiten. Bist du bereit jetzt für jemanden wie den Harley, der jetzt eigentlich kein Spanisch spricht und eigentlich auch nicht so viel Englisch? Hast du da vielleicht Befürchtungen in puncto Arbeitsstile, kulturelle Unterschiede, Temperamente, als jetzt jemand, der natürlich Südamerika schon viel mehr gewöhnt ist als der Harley? Nee, weil so wie ich den Harley kennengelernt habe, er ist auch ein sehr, sehr offener Mensch, sehr sympathischer Mensch. Ja, er nimmt die Dinge so wie sie kommen und geht mit offenem Herzen durch die Welt. Und ja, ich glaube, da sind auch schon die meisten, wie sagt man, Felder abgekreuzt, die es da braucht für Südamerika. Du hast ja gestern schon kurz erwähnt, Manuel, als wir gesprochen haben in unserem Projektmeeting hier, dass du hast uns ja gewarnt. Du hast gesagt, naja, also man muss da schon ein bisschen aufpassen in Südamerika und so. Das funktioniert da alles nicht jetzt so wie unbedingt in Deutschland und der Schweiz, wo man ja sagt, also früher hat man es auch über Deutschland gesagt, heute stimmt es ja nicht mehr, dass die Züge pünktlich sind. Über die Züge haben wir natürlich nicht gesprochen, aber dass man es eben mit der Pünktlichkeit zum Beispiel nicht so genau nehmen darf, glaube ich. Ist halt einfach eben, wie du sagst, die Züge, die fahren nicht immer pünktlich, manchmal fahren sie gar nicht. Die U-Bahn zum Beispiel hier in der Stadt ist eigentlich relativ zuverlässig. Taxis und so ist alles vorhanden und wenn es regnet, dann bricht das Ganze so ein bisschen zusammen. Also dann wollen alle Leute die Taxis nehmen, dann hat es keine Taxis mehr und so. Es gibt immer wieder mal sowas. Ein Grund, warum man Verspätung hat hier. Und so Verspätung ist eigentlich, ja, wenn du jetzt eine Viertelstunde zu spät bist oder so, da reißt ja keiner den Kopf ab. In der Schweiz, was? Bist 5 Minuten zu spät? Du wirst eigentlich 5 Minuten früher erwartet. Wenn du hier 15 Minuten früher da bist, dann schaut man dich komisch an. Warum ist der schon da? Hey, was will denn der? Genau. Komischer Typ. Nee, und also das sieht man hier relativ locker. Also auf beide Seiten. Und man muss da halt einfach ein bisschen flexibel sein. Ich denke, also Harley, so wie ich dich kennengelernt habe, hast du kein Problem damit, dich ja auch auf neue Erfahrungen einzulassen. Du hast ja selbst jetzt, also ich kenne dich jetzt ja auch seit mehreren Jahren schon, du hast mittlerweile Deutschland verlassen. Ich habe es ja vorhin gesagt, du bist nach Serbien umgezogen. Was hat dich zu so einem doch, muss man sagen, radikalen Neustart bewegt? Warum so der Wegzug aus Deutschland, aus der EU, so die Orientierung jetzt außerhalb der EU? Jetzt geht es ja dann nochmal weiter, wie USA, Lateinamerika. Was ist so da der Antrieb für dich? Naja, auf der einen Seite natürlich die Freiheit, also eins meiner hohen Werte ist eben einfach Freiheit und Unabhängigkeit. Dafür arbeite ich seit vielen Jahren darauf hin. Habe mich von verschiedenen Dingen getrennt, aus gutem Grund, weil mit leichtem Gepäck reist es sich einfach leichter. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, es wird immer schwieriger hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU. Also ich glaube, alle, die den Podcast von dir, Sebastian, verfolgen, die können davon schon ein ganz gutes Lied singen, ja, weil die Dichte ist einfach wichtig und dieses Informieren ist wichtig. Und dieses Empfinden, das habe ich ganz tief, das spitzt sich einfach immer mehr zu. Nicht nur, dass die Mentalität der Deutschen irgendwie immer grilliger und grimmiger wird und dieser Neid und dieses Gemecker, das ist einfach für mich so ein kritischer Punkt. Und dann natürlich auch die gesamte wirtschaftliche Situation von Deutschland. Ich meine, es geht ganz schön bergab. Und ich sehe da auch nicht so eine positive Perspektive für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, muss man eigentlich schon sagen. Sondern ich fühle dort eher einen wirklich gezielten und bewussten Plan, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU. Ja. Und deshalb ist es wichtig, sich einfach mit einem vernünftigen Plan B aufzustellen. Das haben wir ja auf vielen Reisen immer wieder mit vielen Klienten, Mandanten besprochen. Ich höre es von allen Seiten. Die Menschen fragen mich, was kann man tun? Wie kann ich einen Plan B aufbauen oder einen Plan C und einen Plan D am besten noch mit dazu? Ja, wie kann ich schauen, dass ich außerhalb der EU irgendwie eine Residenz in mir aufbaue oder sogar eine zweite Staatsbürgerschaft, einen zweiten, dritten Pass vielleicht noch dazu?
Was kann ich tun? Wo ist mein Vermögen einigermaßen abgesichert? Und das ist natürlich eben einfach bei diesem Kontrollwahn, der in der EU stattfindet, schwierig. Und deshalb ist es wichtig, außerhalb der EU sich verschiedene Standbeine zu schaffen, wie ich das eben auch getan habe, in verschiedenen Ländern Residencies aufzubauen, also Wohnsitze in verschiedenen Ländern, Firmen zu gründen. Und vielleicht kann man zusammenfassend sagen, es wird hier halt immer kritischer und in anderen Ländern wird es irgendwie immer erfolgreicher, immer sonniger. Ja, so vom Wetter nicht nur, sondern eben auch vom Gemüt. Da spürt man einen Aufschwung, auch eine Lebensfreude. Ja, das ist in Serbien ja auch so. Ich war jetzt natürlich seit langer Zeit ganz häufig in Serbien, weil ich dort einen meiner Wohnsitze habe. Und dort ist eine Lebensfreude, wenn man dort abends weggeht in Lokale, oder eben auch schon auf der Straße. Ja, Belgrad ist natürlich eben einfach auch eine Universitätsstadt. Die jungen Leute sind so gut drauf. Und das ist das, was ich in Deutschland vermisse. Hier ist so eine Muffligkeit, so eine ich will keine negativen Worte verwenden, aber man merkt einfach in anderen Ländern, da ist wirklich Aufschwung, da ist eben einfach eine gewisse Begeisterung, da ist eine Herzlichkeit, die ich in Deutschland zunehmend vermisse. Ja, ich bin jetzt 57, bin mein ganzes Leben lang eben einfach hauptsächlich in Deutschland gewesen und darf jetzt feststellen, dass es in anderen Ländern, dass man dort wesentlich freundlicher behandelt wird, dass dort wesentlich höhere Lebensqualität da ist, eine wesentlich höhere Servicequalität eben auch. Und da macht das Leben viel mehr Freude, es macht einfach mehr Spaß. Ja, und in Deutschland wird es irgendwie immer ärgerlicher, immer schlimmer. Die Steuern schlagen hier zu, wie bekloppt, die ganzen Zwänge, die ganzen Richtlinien. Das muss ich jetzt hier nicht alles aufzählen und wiederholen. Die Zuschauer deines Kanals, Sebastian, die wissen die Themen sehr, sehr gut. Und das ist eben einfach Lateinamerika, Südamerika ist für mich ein Weg und eine Perspektive, einen völlig neuen Lebensabschnitt anzufangen. Dort unten ist super Wetter, dort sind super Möglichkeiten. Und wir haben es ja jetzt in Zürich auf dem letzten Event mit knapp 60 Teilnehmern gemerkt, das ist eine riesen Nachfrage. Ja, so. Und das ist jetzt der Blumenstrauß vieler Gründe, warum es mich genau dazu bewegt, das zu tun. Jetzt bist du ja jemand, Harley, der ist in der DDR aufgewachsen, der hat das ganze DDR-Regime miterlebt, so diese Übergriffigkeit, Überwachungsstaat, Denunziationsstaat, aber natürlich auch ein Staat, wo im Grunde genommen das Recht auf privates Eigentum doch auf jeden Fall eingeschränkt war und wo das auch im Grunde genommen nicht gewollt war. Also wenn man sich das anschaut, das Recht auf Privateigentum ist natürlich was immer auch ein Ausdruck der Freiheit ist. Deswegen besonders freie Länder, ich sage jetzt mal zum Beispiel die Schweiz oder auch die USA, zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Privateigentum sehr hoch einschätzen und auch sehr stark schützen. Und wir sehen jetzt ja gerade in Deutschland und in vielen EU-Ländern, dass sich das doch auf sehr problematische Weise ändert in den letzten Jahren. Also dass zum einen mal Besitz, Erfolg, Reichtum, Privateigentum als was Schlechtes gesehen wird und als was man sagt, okay, wenn du was hast, dann muss ich es dir wegnehmen, weil ich es dann verteilen muss. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel im Rahmen einer Vermögensteuer oder generell dadurch, dass ich jetzt Reichensteuer oder sowas einführe. Erinnert dich so die Entwicklung, die wir jetzt gerade so durchmachen in den letzten Jahren, Jahrzehnten in Deutschland, in der EU, auch ein bisschen das, was du aus der DDR gekannt hast? So ein bisschen wie DDR 2.0 vielleicht. Du sagst es gerade, genau das war das Stichwort, was ich auch gerade bringen wollte. Genau das ist es, DDR 2.0. Und das kotzt mich an. Ich muss es mal so ganz klar und deutlich sagen. Ja, ich komme ja eben einfach daher und habe feine Antennen dafür. Und dieser Kontrollwahnsinn ist einfach krank. Und dieser ganze rot-grüne Blödsinn und Sozialismus 2.0 wird nicht funktionieren, hat noch nie funktioniert. Es führt immer zu Elend und Armut und bis zum Tod. Millionen von Menschen leiden darunter, leider Gottes immer noch. Ja, und jetzt versucht hier irgendwie der deutsche Staat diese Richtung wieder einzuschlagen. Und da gehen mir alle Alarmlampen an. Ja, weil das hatte ich zu DDR-Zeiten mehr als genug. Ich bin Handwerksmeister, und zwar der jüngste Handwerksmeister, den es zu DDR-Zeiten gab, darf ich mit Stolz sagen.
Und ich habe schon in meiner Ausbildung in diesem Sozialismus andere Menschen, die nicht fleißig sein wollten, irgendwie mit durchgeschleift. Ja? Und meine Familientradition, die ist seit 1881, wir haben auch Immobilienbesitz und ein Unternehmertum durchgetragen durch den Sozialismus. Und das war hart ohne Ende. Und deshalb bin ich sehr, sehr traurig und das macht mich auch wütend, wenn ich sehe, was jetzt in Deutschland abgeht. Ja, weil das hatten wir alles schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten schon mal die Enteignung. Wir hatten schon mal Zwangshypotheken in den Immobilien drin. Wir hatten schon mal Währungen, die nichts mehr wert sind. Und das hat mir meine Oma und mein Opa alles erzählt, lang und breit. Und ich kann nur davor warnen und deshalb brenne ich dafür, rauszugehen aus Deutschland, auch wenn andere Leute sagen, das ist unpatriotisch und bla bla bla. Nee, ist es nicht, ist genau das Gegenteil, es ist zutiefst patriotisch. Aber das ist ein anderes Thema. Und auch raus aus der EU, weil das wird immer schlimmer, das wird immer wahnsinniger und das erinnert mich sehr, sehr an das, was wir dort schon mal in der DDR erlebt haben. Und das möchte ich nicht nochmal. Und ich möchte auch anderen Menschen helfen. Und das ist meine Motivation, meine Begeisterung. Ja, weil viele Leute fühlen das nicht, die wissen das nicht. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich kenne viele aus den alten Bundesländern, die sind sehr vermögend. Ja, und da ist das Konto voll. Und denen geht's immer noch gut. Aber das wird sich radikal ändern. Und diese Menschen merken das aber noch nicht, weil sie eben diese feinen Antennen noch nicht haben. Ja, die habe ich als Ossi. Ich will mich nicht irgendwie loben oder hier irgendwie arrogant klingen, aber das ist eben einfach meine Erfahrung. Ja, ich spreche ganz offen und aus dem Herzen raus und ich hoffe, es nimmt mir niemand krumm, aber so ist es, so fühle ich das. Ja, sehr interessante Ausführungen auf jeden Fall, Harley. Also jetzt warst du ja noch nie in Lateinamerika. Das ist also für dich jetzt auch erstmal ein Kennenlernen. Wäre es jetzt übertrieben zu sagen, dass du vielleicht so auf der Suche bist nach einem neuen Zuhause? Ich meine, du hast jetzt ja schon ein Zuhause in Serbien und dann möglicherweise auch noch mehrere andere, aber dass du auch noch so auf der Suche bist nach dem Land eigentlich, nach dem Traumziel für dich, wo du dann auch noch mehr Zeit verbringen kannst? Durchaus. Also ich würde vielleicht das nicht Suche nennen, aber das ist jetzt wieder so eine philosophische Geschichte. Es ist einfach interessant zu sagen, ich habe aufgehört zu suchen, ich lasse mich finden. Aber ja, ein Stück weit ist da natürlich was dran. Ja, Sebastian, du weißt ja, ich bin an verschiedenen Stellen, egal ob das Irland ist oder Dubai oder eben in Serbien und verschiedenen anderen Fleckchen wie in Austin, Texas, inzwischen zu Hause. Und Lateinamerika und Südamerika ist ein großer Reiz für mich. Und ja, natürlich, ja, mal einfach von der Mentalität her, von den Menschen, von dem tollen Wetter und von der Vielfältigkeit unserer wunderschönen Natur auf Mutter Erde, lasse ich mich einfach überraschen. Ja? Und wer weiß, was sich alles ergibt. Es spricht ja nichts gegen noch eine Residency oder 2 oder 3. Ja, das ist ja letztlich die alte Flaggentheorie. Ja? Die muss man jetzt nicht hypen, das ist alles schon so ein bisschen auch abgedroschen. Der Begriff so ähnlich wie Liebe oder andere Dinge. Auch Freiheit ist missbraucht inzwischen. Aber dorthin zu gehen, wo man gut behandelt wird, ja, wo die Menschen freundlich sind, wo das Staatssystem so niedrig wie möglich ist, wo es eine schöne Natur hat, wo es eben einfach liebenswerte Fleckchen gibt. Warum nicht? Also ich bin offen für alles. Wer weiß, also ich meine, vielleicht offen sogar für eine neue Verbindung, ein neues Lebensgefühl, vielleicht sogar eine neue Liebe. Ich meine, die Frauen da sind ja bekannt in Lateinamerika, dass sie schön sind, leidenschaftlich, ja, also könnte ja auch noch sein. Temperamentvoll. Temperamentvoll, ja. Okay, ja, wir werden sehen. Auch dafür, ich bin Single, es ist alles gut. Ja, ich habe eine ganze Menge Erfahrung schon mit meinen 57 Jahren auf dem Buckel und ich bin nicht aktiv auf der Suche. Ich bin glücklich mit mir, ja, ich ruhe in mir, ich bin die Gelassenheit sozusagen, aber ich bin auch neugierig für Abenteuer. Ich schließe nichts aus. Wir werden sehen, was sich tut. Sehr gute Antwort. Wenn du jetzt so von deiner Erwartungshaltung her, also mal angenommen, nach den 2 Wochen fliegst du jetzt wieder zurück, bist im Flugzeug zurück und
Was wäre für dich jetzt ein gutes Ergebnis? Wann würdest du jetzt zufrieden sozusagen wieder nach Hause zurückkehren können und sagen, okay, das war jetzt eigentlich eine gute Reise, da habe ich jetzt eigentlich doch geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Welches Ergebnis müsste dafür erreicht werden? Na, also ich würde mal so sagen, jetzt mal unabhängig von den persönlichen Erlebnissen, die man dort so hat und schöne Erfahrungen, die man natürlich mitnehmen kann. Für mich ist ganz entscheidend, dass es einfach eine erfolgreiche, schöne Zusammenarbeit ist mit Manuel und dass wir dort ein paar schöne Sachen abdrehen und in den Kasten kriegen. Aber das Hauptziel ist natürlich eben einfach das gut wiedergeben zu können, um Menschen auf dem Weg, also interessierten Menschen auf dem Weg nach Lateinamerika, nach Südamerika helfen zu können. Also Inspiration zu geben, ein paar schöne Eindrücke von dem Land zu geben. Und zwar nicht irgendwelche rosarote, geschönte Geschichte, sondern eben einfach, wie das Land tatsächlich ist, wie die Menschen dort vor Ort wirklich sind. Also authentische Berichterstattung. Das würde mich total freuen, wenn wir also Menschen damit ein Stück weit Unterstützung geben können, in der Entscheidung vielleicht sogar dorthin auswandern zu können oder eine Residency gründen zu können oder eine Immobilie dort zu kaufen oder. Ja. Und ich denke natürlich auch, wahrscheinlich ist auch wichtig, jetzt mal dort unsere Partner kennenzulernen, weil es ist ja doch so, wenn man jetzt jemanden persönlich dann trifft, im persönlichen Gespräch, dann erhöht es ja doch die Verbindlichkeit, ja, weil wenn man sich mal so ins Auge geschaut hat, wenn man einen Kaffee getrunken oder ein Glas Wein, dann hat man ja schon danach eine verbindlichere Beziehung, als wenn das immer alles nur per Telefon, E-Mail, Zoom oder sonst irgendwas geht. Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf. Ja, wir haben ja dort eine ganze Reihe von Partnern, Anwälten, Steuerberatern, Immobilienmaklern und mit denen dort einfach mal ein persönliches Gespräch zu führen und nicht immer nur über Telefon oder Zoom. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität, wenn man sich mal in die Augen geschaut hat. Dann kann man das auch viel, viel besser zuordnen, wenn man mal ein Gläschen Wein oder ein Bier abends getrunken hat zusammen und mal ein paar private Worte gewechselt hat. Dann ist das eben einfach eine andere Verbindlichkeit. Ja. Vielleicht mal ein paar Fragen an dich, Manuel. Wie ist es für dich als Schweizer, der jetzt ja schon seit Jahren da in Lateinamerika lebt, jetzt mal einen Mann zu begleiten, der zum ersten Mal eigentlich wirklich dort ist, der dorthin reist? Ich kann mir vorstellen, du hast es sicherlich schon öfter gemacht, wenn dich Familie zum Beispiel in Lateinamerika besucht haben oder Freunde aus der Schweiz oder aus Europa, dann wird es wahrscheinlich für dich auch das erste Mal gewesen sein. Wie ist das für dich? Ja, auf jeden Fall spannend. Und ich denke, ich werde in Harley so ein bisschen, wie so ein bisschen reflektiv auf meine eigene Lebensreise hier in Argentinien zurückblicken können. Als ich da das erste Mal nach Argentinien gekommen bin und auch mit offenem Herzen, offenem, offener Seele, neugierig. Und auch so ein bisschen wie in den 8 Jahren, in denen ich hier bin, wie sich halt alles hier so verändert hat auch. Also es ist irgendwie, es ist halt schon auf eine Art läuft irgendwie, gewisse Dinge laufen einfach auch schneller hier. Also Harley hat mal kurz erwähnt, Währung, die nichts wert ist. Und ich habe jetzt hier die höchste argentinische Banknote. Weiß nicht, sieht man es? 20.000 Pesos. Das sind ungefähr 10 Euro. Und also in den letzten Jahren, da war halt die Inflation schon sehr hoch und sehr schnell. Und das ist vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Aber ich sehe auch jetzt im Moment beruhigt sich das wieder. Und man ist auf der Suche, um da Lösungen zu finden. Und ich sehe Lateinamerika, also generell hat ein großes Streben danach, alte Probleme zu lösen und halt auch wirtschaftlich voranzukommen. Und da sehe ich sehr großes Potenzial auch. Das Interessante ist jetzt ja auch für dich, wenn du das Ganze filmst sozusagen, ja, dass ja letztlich der Harley dann so ein bisschen auch die Perspektive hat des Mandanten, der dort dann nach Südamerika kommt, vielleicht zum ersten Mal, ja.
Wenn man das jetzt filmt, sage ich jetzt mal, und du bist ja derjenige, der auch den Harley dort filmen wird, wie stellst du dir das vor, diese Eindrücke dann besonders gut einzufangen, sodass dann, wenn wir nachher diese Videos hier publizieren, natürlich dann auch diejenigen, die sich das anschauen, dann auch dort drin wiederfinden können? Ja, ich würde einfach versuchen, möglichst viel zu filmen und halt auch diese Eindrücke spontan einzufangen. Und ich denke, man kann sicher sehr viel vorausplanen und vermutlich werden nicht alle Pläne funktionieren. Das muss man halt auch gelassen hinnehmen. Und ich denke, das ist vielleicht auch Teil des Ganzen. Improvisieren zu einem gewissen Grad. Und irgendwie, ich denke, es ist immer gut zu planen. Und vielleicht in Lateinamerika, das sind jetzt nicht Menschen, die allzu sehr vorausplanen, weil oftmals ist halt so, ja, man weiß nicht genau, was morgen ist. Warum sollte ich planen? Aber ich denke, es hat schon was Gutes, eine gewisse Tugend auch vorauszuplanen, Plan B, Plan C in der Tasche zu haben, weil danach fällt das Improvisieren auch viel leichter, wenn der Plan A nicht klappt. Und daher spontan und zu einem gewissen Grad auch einfach versuchen einzufangen, was passiert und was da auf uns zukommt. Was glaubst du jetzt, deiner Meinung nach, du kennst jetzt ja den Harley so ein kleines bisschen, was wird für ihn am schwierigsten werden? Sprache, Kultur, Struktur, Spontanität? Mit was glaubst du, wird er jetzt dort am meisten zu kämpfen haben? Also so wie ich den Harley einschätze, vermutlich nicht unbedingt mit Sprache, Kultur, spontan, das ist so ja alles. Ich weiß nicht, vielleicht für jemanden, der nach Südamerika kommt und dann wirklich hier wohnen wird. Ich denke, also für mich zum Beispiel ist halt einfach die Distanz zu Europa. Ich habe meine Familie in der Schweiz, beziehungsweise meine Mutter. Und da ist es halt nicht immer möglich, sie zu besuchen, ist halt nicht gleich um die Ecke. Das könnte ein Punkt sein. Vielleicht ein anderer Punkt ist halt schon der Kontrast zwischen Armut und Reichtum ist zum Teil recht groß. Also Buenos Aires, das ist eigentlich, ja, ich würde sagen, immer noch eine Weltstadt. Es war ja mal, also in den 40er, 50er Jahren, glaube ich, war es fast gleichgesetzt mit New York damals, also ein sehr, sehr hohes Ansehen. Aber die ist auch heute noch eine Weltstadt, ist eine schöne Stadt, ist auch zum großen Teil eine gepflegte Stadt. Und, aber es hat einfach, halt die Armutsrate ist halt sehr viel höher als in Europa. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel in Serbien ist. Hier zum Beispiel in der U-Bahn, also tagtäglich eigentlich an jeder Straßenecke sieht man halt Leute, die leider kein Zuhause haben, die obdachlos sind. Und ja, die entweder betteln, häufig verkaufen sie Dinge, Büromaterial oder so. Häufig wird man auch in der U-Bahn unterhalten mit Musik und mit Theater und also macht das Ganze auch irgendwie wieder ja, was Eigenes. Aber es ist so ein bisschen die Kontraste, denke ich, gegenüber der Schweiz sowieso, die sind halt schon recht extrem und da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Ja, wobei also auch ja also zum Beispiel auch in London ist ja auch ziemlich krasse Obdachlosigkeit. Da sind ja auch in vielen Parks stehen jetzt mittlerweile Zelte rum und die machen da auch nicht wirklich was dagegen. Okay. Ja. USA ja ehrlich gesagt auch in vielen Städten. Also das ist schon, ja, ich meine, aber ich bin mir schon klar, das ist natürlich nicht so wie jetzt in Lateinamerika so krass. Weißt du, da musst du auch gar nicht so weit schauen. Also geh abends oder auch, ja, du kannst eigentlich auch in eine Großstadt gehen hier in Deutschland, in Hamburg, in Berlin, in Stuttgart. Das spielt gar keine Rolle. Es ist einfach beängstigend inzwischen. Frankfurt,
So viel Obdachlose auch, so viel Bettler, so viel Schmutz, so viel Chaos. Es gibt auch No-Go-Areas in Deutschland inzwischen. Ah, ja. Weißt du, und das, was du beschreibst, finde ich, also ich glaube nicht, dass mich das erschreckt. Ich finde es wichtig und richtig, weil es zeigt die Realität und es zeigt eine gewisse Lebendigkeit. Ja? Und ich würde mir sogar wünschen, dass viel mehr Menschen, auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ständig auf einem hohen Ross meckern, ja, auf einem hohen Niveau meckern, sagt man eigentlich, das alles wirklich live sehen würden, auch realisieren könnten, weil dann würde das Gemecker mal aufhören, ja, weil das ist, also dieser Wohlstand, den wir hier in diesen 3 deutschsprachigen Ländern hier haben, der ist ja nicht die Realität auf dem gesamten Planeten. Und da darf man gern mal hinschauen und eben auch wach werden. Wir sind gespannt auf eure Eindrücke. Wenn wir jetzt vielleicht mal ein bisschen über den eigentlichen Zweck sprechen dieser Reise und einer der wichtigsten Aspekte ist ja letztlich dort unsere lokalen Partner zu treffen. Also Harley, du wirst ja, wie gesagt, dann dort Anwälte, Steuerberater, Immobilienmakler treffen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn es darum geht, eben für unsere Mandanten dann die entsprechende Lösung in Südamerika, sage ich mal, zusammenzubauen und auch zu liefern. Was erwartest du dir persönlich davon? Naja, eine ganze Reihe von ganz konkreten Informationen. Nicht nur für mich, sondern eben einfach für unsere gesamten Mandanten. Ja, also ich habe natürlich ein gewisses eigenes Interesse, ja, logisch, das begeistert mich eben einfach, wie ich vorhin schon ausgeführt habe. Aber es ist eben gerade ganz interessant und ja in jedem Land wieder unterschiedlich. Also welche Bedingungen braucht es? Ja, es ist ja immer ein total vielschichtiges Gewebe, sage ich mal. Wie kann es funktionieren? Was habe ich für Voraussetzungen? Was habe ich für steuerliche Voraussetzungen? Wenn ich dort ansässig werden möchte, was muss ich mitbringen, um in dieses Land einzuwandern? Ja, habe ich Möglichkeiten der Einbürgerung? Wie sehen die Passprogramme aus? Und. Und wie ist das Leben insgesamt dort? Ja, also wie sind die Lebenshaltungskosten? Wie sind die Lebensbedingungen? Das interessiert mich total. Und das möchte ich eben mit Manu zusammen einfangen und dann eben diesen Erfahrungsschatz ganz konkret an unsere Klienten, Mandanten weitergeben. Hierzu, also Manuel, du bist jetzt ja, wie gesagt, schon etliche Jahre aktiv, du hast ja da auch Business gemacht, du hast ja sicherlich ja auch mit verschiedenen Personen schon in Lateinamerika, in Argentinien zusammengearbeitet. Wie würdest du jetzt dem Harley gegenüber die Business-Mentalität in Lateinamerika beschreiben? Auf was muss ich da einstellen? Also allgemein empfinde ich die Business-Mentalität hier lockerer, ist nicht so gepusht, nicht so erzwungen. Ja, manchmal passiert es halt, dass die Dinge dann harziger vorangehen, dass man halt vielleicht 2, dreimal nachfragen muss, ein bisschen nachhaken muss. Wenn Behörden involviert sind, kann es sein, dass das vielleicht da auch stockt. Und ich denke, da ist es schon wichtig, dass man einfach die richtigen Kontakte hat, gute Kontakte hat, die vielleicht auch ein bisschen die deutsche Business-Mentalität kennen, die gut vernetzt sind im jeweiligen Land, die wissen, wie man Dinge vorantreibt. Und ja, also die richtigen Kontakte hier zu haben, das ist schon wichtig, ja. Du hast ja vorhin schon, Harley, kurz angedeutet, welche Fragen man dann auch klären will, welche Fragen du auch dir sozusagen notieren wirst, die du dann mit den einzelnen Partnern dort klären wirst. Ich möchte übrigens auch jetzt alle, die hier zuschauen und die hier zuhören, wir werden das ja vor der Reise noch veröffentlichen. Wenn ihr Fragen habt an den Harley, die der Harley dort klären soll, direkt in Südamerika, dann füllt bitte ein Formular auf unserer Webseite aus. Link dazu packen wir in die Beschreibung zu dem Video. Da könnt ihr dann auch mit dem Harley Kontakt aufnehmen und letztlich dort mal beschreiben, an welchen Ländern ihr interessiert seid. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, ich bin Rentner, ich möchte gerne ein Visum haben in Uruguay. Was sind genau die Voraussetzungen? Ich meine, es steht sowieso auf unserer Webseite, aber eben, wenn ihr konkrete Fragen habt, könnt ihr sie gerne dort festhalten. Was sind so zum Beispiel Fragen, Harley, die du dir so jetzt schon, ich sage jetzt mal, hier zurechtgelegt hast, die du wahrscheinlich, wo du davon ausgehst, dass du die jetzt mal
klären würdest mit so einem Rechtsanwalt, Steuerberater, Immobilienmakler in einem der Städte, die ihr besuchen werdet? Naja, letztlich ist es ein ganzer Katalog von Fragen, ne, den wir noch detailliert aufstrippen und auch gerne dort die Anregungen und Fragen der Zuhörer und unserer Mandanten, wir haben ja auch in unserem jetzigen Mandantenkreis schon etliche Interessenten, dann mit aufnehmen. Oder wir haben natürlich auch so Themen wie jetzt zum Beispiel Sicherheit, was haben wir noch, Lebenshaltungskosten, Genau. so diese ganz konkreten Dinge, die ja dann auch, was kosten Immobilien, wie funktioniert es überhaupt mit Immobilienmieten? Ich meine, es gibt ja da verrückte Sachen, wir kennen es ja aus Dubai zum Beispiel, musste ein Jahr Miete im Voraus bezahlen, ja, also ich meine, das ist ja schon dann für also jemand, der es nicht weiß, der ist dann da ziemlich übel natürlich überrascht, ja, aber eben, also letztlich genau um solche ganz praktischen, konkreten Fragen geht es ja. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr wollt, dass der Harley gerne stellt, wie gesagt, diese Dinge wird er sowieso dann nochmal abstimmen und das werden wir natürlich dann auch in den einzelnen Videos behandeln, die dann der Manuel und der Harley dann zusammen aufnehmen werden. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne das Formular ausfüllen auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Manuel, jetzt würde mich mal interessieren hier von deiner Seite aus, was glaubst du, wird den Harley am meisten überraschen, wenn so die Partner, Steuerberater, Anwälte erklären, zum Beispiel, wie man in Uruguay, Paraguay, Argentinien, Panama, Mexiko wirklich lebt? Ja, also ich kenne ja jetzt Argentinien sehr gut, ein bisschen Uruguay, ein bisschen Bolivien. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt in jedem Land doch ziemliche Unterschiede gibt. Dass es halt überall, schon Lateinamerika, aber doch vor allem rechtlich sehr unterschiedlich ablaufen dürfte. Und ja, so, weiß nicht, ich denke, in Europa möchte man ja alles zentralisieren, generalisieren, alles ein bisschen gleichsetzen. Ich denke, hier wird der Harley vermutlich doch auf gewisse Unterschiede stoßen, rechtlich und so, die man dann irgendwie unter einen Hut bringen muss. Wahrscheinlich auch schon, wenn man sich jetzt Länder anschaut, wie zum Beispiel Argentinien, die ja sehr groß sind, ja, oder auch Brasilien natürlich, dann ist ja wahrscheinlich kann man nicht nur von einer Mentalität in einem Land sprechen, sondern gibt es ja in jedem Land dann auch wiederum Landesteile, wo die Mentalität komplett anders ist. Das sehen wir schon in viel kleineren Ländern, wie in Deutschland oder auch der Schweiz zum Beispiel. Ja, würde man ja sagen, dass es auch in der Schweiz einen großen Unterschied gibt zwischen der Deutschschweiz und der Westschweiz zum Beispiel. Ja. Ja, klar. Oder schon hier in Argentinien, also Buenos Aires, die Stadt Buenos Aires ist nicht Argentinien. Die Stadt Buenos Aires ist sehr europaorientiert, die Mentalität ist so ein bisschen, ich sag mal, italienisch, Latino, Italiener, also sind ja sehr viele Leute früher auch immigriert von Italien zum Beispiel. Und wenn man dann rausgeht, das Land selber bereist, vor allem wenn man dann Richtung Norden geht, dann wird die Bevölkerung zunehmend indigen und man merkt halt auch einfach die Mentalität der Leute, die ändert. Es ist nicht mehr so hektisch wie hier in der Stadt, sind gelassener, ruhiger. Und ja, ich denke, das ist dann also ganz Lateinamerika, jedes Land, jede Kultur hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Und bin auch ganz gespannt darauf, das zu entdecken, weil ich kenne ja auch einige dieser Länder, viele dieser Länder auch nicht so. Und gespannt, was uns erwarten wird. Wie gesagt, das wird ja alles ein ziemlich rasanter Trip werden, kann man sagen. Wenig Zeit, dann eigentlich auch in den einzelnen Städten. Man muss ja auch dann hin und her fliegen. Das macht es natürlich essentiell, dass das entsprechend auch gut vorbereitet wird. Wir haben ja da auch ein Backoffice, was da bei der Vorbereitung hilft. Aber wie stellt ihr euch jetzt so die Vorbereitung im Grunde genommen vor der eigentlichen Reise, damit es dann nachher zu einem Erfolg wird? Harley? Na, im Prinzip so, wie wir es schon angefangen haben. Ne? Es ist einfach wichtig, dass man ein gewisses Gerüst hat,
an dem man sich runterhangeln kann, auch wenn dann natürlich nicht alles hundertprozentig funktioniert, ganz klar. Geht damit los, die Flüge zu buchen, die Hotels zu buchen. Das muss ja alles irgendwie eingetaktet sein. Jeder, der schon mal irgendwie eine Reise gemacht hat, auch im Privatbereich irgendwo hin, in ein fremdes Land mit verschiedenen Terminen, das ist eben einfach so. Und in die jeweiligen Städte, dann in dieses Zeitraster muss dann natürlich eben einfach die Terminierung der Anwälte und Steuerberater und Immobilienmakler mit reinpassen. Und das ist natürlich eben schon sehr, sehr herausfordernd, aber also warum nicht? Ich bin seit 38 Jahren selbstständig, habe jeden Tag einen Terminplan, dass die Heide wackelt. Wir werden das Baby schon irgendwie schaukeln. Ja. Aber wir haben ja gestern schon drüber gesprochen. Ich meine, du hast ja mit einigen Leuten schon gesprochen, Harley, die jetzt Lateinamerika ganz gut kennen. Die haben dir gesagt, dass es unmöglich ist, 7 Städte in 14 Tagen. Also was ist eure Prognose? Ist es ernsthaft machbar oder nicht? Manuel, Nein. Harley? Meine Prognose ist nein. Aber einfach, also es ist ein bedingtes Nein. Es ist schon sehr ambitiös, das ganze Projekt. Und ich denke, ja, eben, das ist super auch, dass wir ein Backoffice haben, dass die Flüge organisiert werden, Hotels organisiert werden. Wir werden auch einen Führer kriegen für die Städte jeweils. Was halt auch für mich gerade Filmen und B-Roll und die ganzen Dinge sehr, sehr wertvoll ist, weil ja, ich muss mich dann nicht so sehr drum kümmern, okay, wo könnte man jetzt hin, wo ist es gefährlich, wo ist es nicht gefährlich. Und also das nimmt schon sehr viel Gewicht von den Schultern. Und ja, sonst einfach schauen, was auf uns zukommt. Also ich ja, habe jetzt auch mehr so ein bisschen die filmische Perspektive im Kopf, die ganze Geschichte erzählen und dokumentieren zu können. Mehr so ein bisschen das Visuelle im Kopf. Wo hat man gute Spots, gute Locations, damit man gute Bilder aufnehmen kann. Und ja, einfach Sprung ins kalte Wasser und dann lernt man das Schwimmen schon. Harley, was denkst du? Also was wird körperlich und mental das Schwerste für euch werden? Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich ist es körperlich eine gewisse Anstrengung. Also das kennt ja jeder, der jetzt mal in Urlaub geflogen ist, ja, und oder eben mit einer Fähre über ein paar Stunden unterwegs war. Ich will jetzt nicht vom Jetlag direkt sprechen, aber es ist doch immer, wenn man an einem anderen Ort ankommt, man darf sich erstmal akklimatisieren, man darf sich da irgendwie mal reinfühlen, es ist anderes Wetter, eine andere Luftfeuchtigkeit, andere Menschen und, eben einfach eine andere Energetik. Und dieses also ja, eben einfach in 2 Wochen 7 Länder, das ist schon sportlich, ja. Aber also ich glaube, wir können das meistern. Und ich habe immer so einen geflügelten Spruch auf meinen Lippen, nämlich, wenn du einen lieben Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl mir was von deinem Plan. So, und also ich bitte dann einfach um Fügung und Führung, Great Spirit, und dann werden wir schauen, was geht. Wir geben unser Bestes und wenn wir in der Hälfte stecken bleiben, dann ist es so. Absolut, aber ich denke, man kann es auch nicht erzwingen. Man soll es auch nicht erzwingen, Nein. weil sonst läuft man gegen die Wand. Ja, und so ist es. wird ja weiterlaufen. Aber ich habe eine interessante Frage an dich jetzt, Manuel, ja, als jemand, der jetzt ja ein erfahrener Kameramann ist und Filmemacher. Jetzt nehmen wir mal an, also ich meine, ihr habt jetzt schon immer natürlich eine gewisse Zeit da in jedem Land, also in jeder Stadt 1,5 Tage, 2 Tage. Aber wenn man jetzt eben doch relativ wenige Stunden nur hat pro Land, wie kann man trotzdem so den Charakter der Stadt einfangen? Also was sind so die wichtigen, was muss funktionieren, deiner Meinung nach, Manuel, damit man so die Atmosphäre mitnehmen kann, damit man auch nachher irgendwas auf der Kamera hat, dann auf Film hat, was dann auch aussagekräftig ist?
Also ich denke, Charakter eines Landes oder einer Stadt, den spürt man nicht nur an den touristischen Orten, sag ich mal, oder an den Hotspots, an den Aushängeschildern dieser Länder, sondern das spürt man, wenn man auf der Straße unterwegs ist, wenn man unter den Leuten ist. Das spürt man vor allem bei alltäglichen Situationen, was ja dann auch schlussendlich, wenn jemand auswandert in so ein Land, genau das ist, was er erleben wird. Ja. Also man ist ja dann nicht immer nur an den schönsten Orten, sondern man lebt auch an diesem Ort und man lebt auch den Alltag. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich dann auch mit den Einheimischen abgibt. Ja, und also das irgendwie, wenn man es zulässt, dann kommt das zu einem. Dann muss man das nicht suchen, das kommt automatisch. Harley, was ist jetzt euer Notfallplan? Was ist jetzt, wenn mein Flug ausfällt? Was ist ich? Termin wird verschoben, das klappt dann alles nicht. Was passiert dann? Cool bleiben. Einfach Gelassenheit und den nächsten Flug nehmen, den nächsten Termin absolvieren. Weiß ich nicht was, ein Eis essen oder ein Bier trinken. Ja. Einfach locker bleiben. Genau. Ja. Genau, Manuel, was dazu noch sagen? Ja, also auf jeden Fall ein Bier trinken. Kühles Bier, das ist immer, das beruhigt das Gemüt. Absolut. Und wie gesagt, nochmal, ich glaube, der Tim, der macht ja da ganz viel Backoffice, der organisiert da ganz viel. Und ja, das ist einfach wirklich gut, wenn man da nicht das auch alles selber noch machen muss, wenn man da Unterstützung hat. Ich denke, dass das entschärft auch das Ganze dann ein wenig. Und das Beste aus der Situation machen. Ja, also jetzt würde mich interessieren, so als was glaubt ihr, wird es jetzt wirklich mehr eine Businessreise werden oder hier so ein Survival-Trip, ja? Tja, ich würde denken, das ist ein guter Mix aus beiden. Ja. Wie immer im Leben, wie im richtigen Leben, also dadurch, dass ich nun schon seit Ewigkeiten selbstständig bin, sind die Grenzen so und so fließend. Es gibt bei mir nicht nur Arbeit und nur Privatleben, es ist immer schwimmend. Ja? Also mein ganzes Leben ist im Prinzip, oder ich versuche es mal andersrum auszudrücken, wenn ich mit Begeisterung das tue, was mir Freude macht, dann ist es ja keine Arbeit mehr. Dann ist es im Prinzip mein Leben. So, und das versuche ich immer auch rüberzubringen, ja, sonst könnte ich nicht so lange schon selbstständig sein. Und dann ist es wurscht, Business oder Adventure Trip, es ist eben einfach ein absolutes ein Mix aus allem und das ist ja schön. Ja. Ja, Business Survival Doku, ich glaube, das könnte ein neues Genre werden in der Doku-Film-Industrie. Adventure Business. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Vielleicht jetzt hier im nächsten Teil werde ich vielleicht jetzt mal den Manuel bitten, mal hier konkrete Tipps eigentlich dem Harley zu geben. Also wir müssen uns ja jetzt erstmal vergegenwärtigen, dass ihr ja im Sommer letztlich dann dort sein werdet. Ihr werdet im Januar da sein, das ist Hochsommer, nehme ich an. Beschreibt doch mal, also ich meine, wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht nur in Südamerika, sondern auch in Nordamerika, fangen ja Nordamerika an, Mexiko, aber reden wir mal über Südamerika jetzt. Wie ist das Wetter zum Beispiel, jetzt sagen wir mal einfach Buenos Aires im Hochsommer? Schwül, heiß, trocken, wie würdest du es beschreiben, Manuel? Ja, hier in Buenos Aires im Sommer ist es heiß und feucht. Also es ist doch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Und relativ warm, also es kann dann schon mal 35 bis 40 Grad sein, manchmal auch über 40 Grad. Und man ist dann schon froh, wenn man, also die Leute haben hier Klimaanlagen und wenn man da in einem klimatisierten Raum sein kann, sonst halt viel Sonnencreme einschmieren, sich halt vor der Sonne schützen. Und es ist noch lustig, je nachdem wie die Sonne steht, bei den Straßen ist immer eine Seite, ein Gehsteig ist an der Sonne und einer ist im Schatten. Und im Hochsommer sind dann die Schattengehsteige völlig überfüllt und die Sonnengehsteige sind dann leer. Also
man macht halt einfach das, was die anderen Leute auch tun, weil die möchten ja auch nicht lebendig da grilliert werden. Und weiter Brasilien, Panama und so, sogar noch mehr tropisches Klima. Da lasse ich mich dann selber mal überraschen, aber ich mache mich halt auf heißes und schwüles und feuchtes Wetter gefasst. Welche kulturellen Fettnäpfchen warten auf den Harley in Lateinamerika? Fettnäpfchen. Also ich denke, was sehr positiv ist hier, man tut sich nicht schwer, Freunde zu finden. Also man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Spanisch ist immer, wenn man ein bisschen Spanisch spricht, das öffnet einem Tür und Tor hier. Also es ist nicht so, dass die Leute dann sagen, ja, sprichst zwar Spanisch, aber ich verstehe dich kaum, lern mal Spanisch, sondern im Gegenteil, die freuen sich, dass man ihre Sprache spricht, dass man sich bemüht, in ihrer Sprache zu kommunizieren. Und viele Leute sprechen dann auch Englisch oder man findet andere Wege, sich miteinander zu kommunizieren. Fettnäpfchen, ich glaube, wenn man hier so rummeckert, alles kritisiert, Perfektionismus an den Tag legt, das von den anderen Leuten auch erwartet, da eckt man schon ziemlich an bei den Latinos. Also die haben es nicht gern, wenn sie kritisiert werden. Vor allem nicht so direkte, so, ja, du hast das falsch gemacht, jetzt mach das mal richtig. Ich erwarte von dir, dass du das richtig machst. Das ist so, bumm. Aber ich glaube, das ist in vielen Teilen der Welt so. Und die nehmen das nicht so gut auf. Man kann sicher kritisieren, aber man muss das sehr, sehr gefühlvoll und sehr, ich würde mal sagen, mehr einen Vorschlag zu machen als eine Kritik. Und ja, improvisieren. Improvisieren gehört hier zum Lebensstil. Also wenn Plan A nicht funktioniert, und das kann gut sein, dann Plan C, Plan D, manchmal hat man auch gar keinen Plan. Also eben, wie gesagt, viele Leute, die planen nicht so voraus, die lassen das Leben und den Tag einfach auf sich zukommen. Und dann schlafen sie und dann ist ein neuer Tag. Und dann schlafen sie, ist ein neuer Tag. Was sind deine wichtigsten Sicherheitstipps dann, Harley? Sei kein Idiot, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so, und ich schätze dich überhaupt nicht so ein, aber ich sage mal, wenn man hier mit einer teuren Uhr, mit Schmuck, mit extrem teuren Kleidern, extrem aufgeprotzt rumläuft, dann wird man halt einfach zur Zielscheibe. Am besten noch, weißt du, die Geldbörse hinten einfach so in die Hosentasche stecken. Dann wird man halt einfach zur Zielscheibe beraubt. Und leider ist es hier so, also zum Beispiel in Neapel gibt es so die Taschendiebstahlkultur, dass der Bestohlene überhaupt nicht merkt, dass er bestohlen wird. Und das ist hier also leider ein bisschen unterschiedlich. Also hier ist es zum Teil, muss man doch schon aufpassen, kann es doch, dann wird man einfach runtergeschlagen und dann wird das Zeug weggenommen. Und daher so ein bisschen ein niedriges Profil halten. Und das andere ist halt einfach die Gegenden, wo man da rumläuft. Die sollte man sich gut aussuchen. Also es gibt schon krasse Unterschiede. Manchmal kann ein Block, eine Straße schon einen ziemlichen Unterschied machen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt auf die Straße geht und dann in Lebensgefahr schwebt. Also mir persönlich ist jetzt in den 8 Jahren noch nie sowas passiert. Ich bin nicht beraubt worden, bin nie bedroht worden. Und ich denke, wenn man sich so an gewisse Regeln hält, eine gewisse Grundvorsicht hat, ein gewisses Bewusstsein hat, dass das halt Kriminalität doch besteht, wie es überall auf der Welt mehr oder weniger der Fall ist, dann muss man keine Angst haben.
Ja, denke ich auch. Also das sind ja alles völlig normale Dinge und jeder, der schon ein bisschen unterwegs war auf unserer Mutter Erde, in Bereichen und Ländern, wo eben viel Armut ist, für den ist das sonnenklar. Ja. Also ich Mhm. trage seit Jahren keine Uhr, aber das hat andere Hintergründe. Und kurze Hose, Flipflops, T-Shirt und die Welt ist in Ordnung. Und dann eben einfach auch menschlich sein, auf Augenhöhe kommunizieren und so kommst du eigentlich immer und gut zurecht. Ja. Einfach Mhm. äh, ganz normal Mensch sein. Ja. Schon ist okay. Ja, da ist sicherlich was dran. Vielleicht kurz noch was, zum Beispiel jetzt auch hier, was ich erlebt habe in den letzten Jahren hier, also in den 8 Jahren, in denen ich hier bin, hat sich in Buenos Aires selber sehr viel zum Positiven auch verändert. Also die Polizeipräsenz hat sich verdoppelt, verdreifacht. Man sieht hier sehr viele Polizisten, meistens stehen sie an der Straßenecke, manchmal sind sie am Handy dran oder so, aber sie sind präsent. Und wenn etwas ist, dann greifen sie ein. Es ist zum Beispiel viele Gebiete, die notorisch gefährlich waren. Es gibt hier ein Gebiet zwischen dem Rosa Haus, was das Weiße Haus von Argentinien ist, und dem Puerto Madero, was so eine sehr große so eine Touristengegend ist, mit schönen Restaurants und so. Und da war die Eisenbahn dazwischen. Und das Gelände, das war in der Nacht unpassierbar. Also das war viel zu gefährlich, da war kein Licht, nichts, da konntest du nicht durch. Da musstest du ein Taxi nehmen, um vom einen Punkt an den anderen zu kommen. Und jetzt haben sie da einen wunderschönen Park gebaut, mit viel Licht. Also da kann man wunderbar schlendern in der Nacht, muss keine Angst haben. Es zeigt einfach wieder so die Tendenz. Das nimmt mich auch sehr wunder, wie es in anderen Teilen von Südamerika ist, ob diese Tendenz auch existiert. Ich denke schon, sich einfach zu verbessern und weniger Kriminalität, attraktiv zu werden, auch Ausländer anzuziehen und zu wachsen. Und das ist schon sehr, sehr positiv. Absolut. Also da hat Argentinien jetzt natürlich nach fast 100 Jahren das große Glück, also es war ja mal eins der reichsten und schönsten Länder auf dem Planeten und ist dann im Niedergang befindlich gewesen, hat jetzt das große Glück mit Javier Milei, den ich sehr, sehr mag. Der polarisiert natürlich, viele mögen ihn, andere nur überhaupt nicht, ja, aber es ist ein Anhänger der österreichischen Ökonomielehre, nach Hayek zum Beispiel. Und der versucht eben einfach dieses Land nach vorne zu bringen. Ja? Und da merkt man eben wieder das, was ich vorhin meinte, da ist eine Aufwärtsbewegung und eine Begeisterung und ein Wille in die richtige Richtung. Ja? So ähnlich wie es Nayib Bukele macht in El Salvador. Und das ist eben einfach die andere Richtung dann. Ja? Immer wenn Länder auf ihrem Höhepunkt waren, ja, wie Deutschland oder Europa jetzt gerade, dann merkt man erstmal wieder eine Abwärtsbewegung vom Wohlstand, von der Arroganz, von diesem ganzen, die Golden Bubble, ja, die ganze Wohlfühl, der ganze Konkon, in dem die Leute so drin hängen. Und dann darf es erstmal wieder ein Stück weit nach unten gehen, um dann wieder nach oben sich zu entwickeln. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Also der Richtungswechsel hat definitiv stattgefunden. Ist auch, also ich muss sagen, ist ein harter Richtungswechsel und also für viele Leute hier. Aber ich merke auch, dass viele Leute, die hatten auch die Schnauze voll, wie es bis anhin gelaufen ist, und die haben Hoffnung und beißen das auch durch, in der Hoffnung, dass es dann wirklich in die positive Richtung geht. Und halt auch eine Langzeitwirkung hat. Also das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber also ich denke einfach, ja, positiv sein und gring aber nu säckle, würde der Berner sagen, Kopf runter und rennen und durch und dann schauen, was auf der anderen Seite ist. Gut, also da sind wir jetzt schon auch hier am Ende unserer Unterhaltung angekommen. Vielleicht noch ein paar Abschlussfragen, die sicherlich für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer interessant sind. Ich frage mal zuerst den Harley.
Wenn du mit einem Wort beschreiben müsstest, Harley, wie jetzt die Stimmung gerade ist, sozusagen in Erwartung dieser Reise, welches Wort wäre das? Aufbruch. Aufbruch, sehr gut. Und bei dir, Manuel? Neugier, würde ich sagen. Neugier, auch sehr gut. Glaubt ihr startet als Fremde oder als Kollegen, ihr kommt als Freunde zurück? Ja. Also ich glaube, wir sind jetzt schon Freunde. Seid ihr jetzt schon Freunde? So wie ich den Harley erlebe und so, sehr sympathisch. Und, also ich glaube, wir starten als Freunde und ich hoffe, dass wir als bessere Freunde die Reise beenden. Ja. Absolut, ganz meiner Meinung. Sehr gut. Jetzt, was soll die Community, unsere Zuschauer, unsere Zuhörer jetzt hier in den nächsten Wochen von euch erwarten? Also gut, ich meine, ihr werdet jetzt natürlich dann weiterhin noch die Reise vorbereiten, bis dann hier die Ergebnisse der Reise sowieso dann ja veröffentlicht werden, wird es ein bisschen brauchen. Wir müssen erst die ganzen Videos machen. Aber ich denke, was wir machen werden, ist, wir werden irgendwie, also wahrscheinlich sollte man versuchen, und ich glaube, das können wir jetzt auch schon den Zuschauern oder den Zuschauern und den Zuhörern hier schon mal ankündigen, dass ihr irgendwas machen werdet, wo ihr Updates letztlich veröffentlichen werdet, zum Beispiel Shorts über YouTube oder vielleicht richtet man einen Telegram-Kanal ein oder sowas, ja, wo ihr dann einfach dort oder irgendeine Telegram-Gruppe oder sowas, wo ihr dann dort letztlich jeden Tag einmal ein paar Updates reinstellen könnt, ja, wo die Leute euch verfolgen können. Das werden wir aber hier noch dann auch noch publizieren. Aber abgesehen davon, was können die Community hier von euch erwarten? Tja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir auf die Fragen eingehen, die kommen, auf Kommentare, auf Anregungen. Und was mir ganz wichtig ist, dass es authentisch ist, dass es menschlich ist und nicht durch die rosarote Brille. Wir wollen hier keine Verkaufsshow starten oder irgend so ein Quatsch, sondern eben sowohl die positiven als auch die Schattenseiten zeigen. Ja? Sehr wichtig, ja, 100%. Also es ist, glaube ich, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das Entscheidende und ich glaube, das ist auch etwas, was wir ja versuchen immer hier zu machen, auch auf unseren Events, auch in unseren Videos. Also es macht keinen Sinn, mit den falschen Erwartungen dahin zu gehen. Es gibt ja gerade im Hinblick auf Lateinamerika doch, muss man sagen, sehr viele geschönte Berichte und es geht eben darum, das authentische Lateinamerika einzufangen, auch die Kontraste, vielleicht auch die Dinge, die jetzt auf den ersten Schein negativ wirken oder anstrengend sind und herausfordernd, die so zu zeigen, wie sie sind, ja, damit man eine realistische Einschätzung hat. Ja, absolut. Und also das ist zumindest mein Anspruch, weil es macht gar keinen Sinn, irgendwelche himmelblauen Maiblümchen da runterzuholen und irgendwelchen Quatsch zu zeigen oder zu versprechen, sondern es ist vielmehr das echte Leben zu zeigen. Das ist mir ganz wichtig, weil das ja für viele Leute dann einen großen Schritt bedeutet, ja, dahin auszuwandern, sich vielleicht eine zweite Staatsbürgerschaft zu besorgen, Immobilien zu kaufen. Und das muss funktionieren. Also ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst. Sehr gut. Wer glaubt ihr von euch beiden, ja, das ist eine sehr philosophische Frage, wird nach dieser gemeinsamen Zeit, wer von euch beiden wird am Ende der Reise am meisten verändert sein? Ich glaube beide. Ich glaube, jeder so ein bisschen auf seine eigene Art und Weise. Aber ich glaube, dass das ist auf jeden Fall, ja, es wird beide treffen, die Veränderung. Und ich denke, es wird eine sehr positive Veränderung sein. Das ist ja immer so. Ja, Reisen ist natürlich was uns auch verändert, ja, was uns Horizonte öffnet, was uns vielleicht auch nachdenklich stimmt. Ist ja immer leicht, über andere Länder, auch über andere Völker zu reden. Aber wenn man dann wirklich mal es gesehen hat vor Ort, dann ist es vielleicht dann doch was differenzierter. Was sagst du, Harley? Du bist ja ein Erfahrener, du bist ja schon viel gereist in deinem Leben. Ja. Was macht Reisen mit einem? Ach, extrem viel. Also Reisen bildet, Reisen verändert, Reisen macht sehr demütig, Reisen macht wach, rüttelt einen wach, weil es einen wieder an die Realität erinnert, eben raus aus der Golden Bubble des Wohlstands und eben auch mal wieder Armut zu sehen, ganz bittere Armut und so weiter. Und dafür bin ich total bereit.
Vielleicht ruckelt's mich noch ein bisschen mehr als den Manu, ja, weil ich ja nun ein Stück weit aus dieser behüteten Bubble irgendwo rauskomme und Manu schon seit 8 Jahren da in Argentinien das schon eher gewohnt ist. Aber wir werden sehen. Nee, ich glaube nicht, weil mich ruckelt es auch arg. Ich bin auch ganz froh und dankbar, dass ich wieder mal reisen darf, weil jetzt für mich die letzten Jahre waren doch auch intensiv und Arbeit, Familie, das Leben jetzt auch halt hier in Argentinien und Alltag. Und also da war nicht viel, war nicht viel Zeit, um zu reisen. Und das jetzt so ein bisschen mit diesem Projekt auch verbinden zu können und da die Gelegenheit zu haben, so viele Länder auch von Lateinamerika kennenzulernen, dass die ja auch für mich neu sind. Also ich kenne so ein bisschen die Vibes, die lateinamerikanischen, aber ja, nicht jetzt alle Länder spezifisch. Auf jeden Fall sehr spannend und ich freue mich sehr, sehr drauf. Ja. Hervorragend. Ja, also dann Harley und Manuel, vielen Dank für eure Zeit und hier für unsere Zuschauer und Zuhörer. Also wie gesagt, Formular, wenn ihr jetzt hier dem Harley und dem Manuel was mitgeben wollt, wenn ihr konkrete Fragen habt zu Ländern, wenn ihr Fragen habt, die Harley dort besprechen soll, mit Anwälten, Steuerberatern, Immobilienmaklern, dann schickt ihr gerne an uns. Link, wie gesagt, hier in der Beschreibung zu diesem Video und wir werden euch dann noch informieren, wie man jetzt genau dem Harley und dem Manuel dann folgen kann. Also es kann nicht schaden, hier den Newsletter zu abonnieren, wenn ihr auf die Webseite geht, perspektiveausland.com, da könnt ihr euch in den Verteiler eintragen, dann werden wir euch informieren, wie dann hier sozusagen der Manuel und der Harley ihre Reise von unterwegs aus dokumentieren werden. Wie gesagt, die Reise wird stattfinden in den ersten Wochen direkt des neuen Jahres, also mehr oder weniger direkt nach Weihnachten. Das heißt im Grunde genommen, sobald letztlich hier der Silvestersekt oder Champagner getrunken ist, springt der Harley ins Flugzeug und dann geht's ab in den Süden des Planeten, in den Sommer sozusagen. Wir lassen euch noch wissen, wie ihr Manuel und Harley dann erreichen könnt. Auf der Reise natürlich dann hinterher werden wir dann eher einige Videos hier dann veröffentlichen. Gut, also in diesem Sinne, danke an euch beide nochmal. Es klingt alles sehr spannend und ich freue mich natürlich auch schon auf viele spannende Berichte und dann interessante Gespräche mit euch im Anschluss und während der Reise. Vielen Dank. Vielen Dank. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.